1. Samuel. Ich bin eingestiegen in ein Literaturstück in der Mitte gestern und hatte vielleicht zum Teil deswegen Schwierigkeiten. Habe vielleicht Schwierigkeiten am Anfang gehabt, einzusteigen, wo es schwierig ist, einzusteigen. Am liebsten würde ich mit dem ersten Abschnitt des Buches anfangen. Wir haben gestern gesagt, dass die Samuelbücher behandeln das Problem der Regierung Gottes. 2. Samuel, wie regiert man für Gott? Welche Prinzipien der Regierung Gottes sollen uns wegweisend sein? Wegweiser in unserem Dienst. Und in 1. Samuelbrief, wie kam es dazu, dass Gott, oder was war die Methode Gottes, seinen gesalbten König auf den Thron zu bringen? Die Prinzipien seiner Regierungswege. Wir wollen heute über die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes in einer sehr dunklen Zeit des Richtertums Israels. Morgen wollen wir reden über Saul und über die Prinzipien der Regierung Gottes und über die Prinzipien besonders der Regierung Gottes im Hinblick auf Menschen, die auf dieser Erde Verantwortung in seinem Auftrag tragen. Sehr interessant ist es, dass man nicht nur anhand von positiven Beispielen lernen kann im Werk des Herrn, man lernt sehr oft anhand der negativen Beispiele. Und Saul bietet ein solches dar. Heute aber die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes in einer sehr dunklen Zeit der Geschichte Israels. 1. Samuel, Kapitel 2. Wir wollen lesen Vers 12 bis 17. Und die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten Jehova nicht. Und die Weise der Priester gegen das Volk war also: So oft jemand ein Schlachtopfer opferte, kam der Knabe des Priesters, wenn man das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand. Und er stieß in das Becken oder in die Mulde oder in den Kessel oder in den Topf. Alles, was die Gabel heraufbrachte, nahm der Priester damit weg. Also taten sie zu Silo allen Israeliten, die dahin kamen. Sogar ehe man das Fett räucherte, kam der Knabe des Priesters und sprach zu dem Manne, der opferte: Gib Fleisch zum Braten für den Priester, denn er will kein gekochtes Fleisch von dir annehmen, sondern rohes. Und sprach der Mann zu ihm: Sogleich werden sie das Fleisch räuchern, dann nimm dir, wie deine Seele begehrt. So sprach er: Nein, sondern jetzt sollst du mir es geben, und wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Und die Sünde der Jünglinge war sehr groß vor Jehova, denn die Leute verachteten die Opfergabe Jehovas. Eine sehr, sehr dunkle Zeit und traurige Zeit, wo die Opfergabe des Herrn verachtet wurde. In der Septuaginte lesen wir in Vers 24, dass sie das Opfer des Herrn vernachlässigten. Sie vernachlässigten die Anbetung Gottes. Gestern redeten wir über das Wesen des Richtertums, und das haben wir nicht vollständig gemacht, die Zeit stand nicht zur Verfügung. Aber wiederum einmal war Richtertum eine sehr vorteilhafte Form der Regierung Gottes. Kein Beamtenstaat, kein Berufsarmee,
keine teure Palast mit königlicher Familie und alle Verwandten, die auch irgendwie zu pflegen waren. Ohne Finanzamt, ohne so viele Dinge, die zur Regierung der Menschen gehören. Und als die nationale Sicherheit bedroht wurde, musste das Volk Gott anflehen, sich verlassen auf den Herrn, Buße tun. Und der Herr hat Rettung mittels eines Richters geschafft. Gott hat durch seinen Heiligen Geist einen Menschen dazu befähigt, sein Volk zu befreien. Aber mit minimaler Aufwand. Regierung auf Sparflamme. Möglichst unmittelbar. Möglichst direkte Verbindung zwischen dem Volk Gottes und seinem Gott. Diese Art der Regierung, man nennt das Theokratie, die Herrschaft Gottes, ist eigentlich sehr, sehr ideal. Man kann das nicht zu sehr betonen. Dass ein ganzes Volk, dass eine Gruppe von Menschen sich begibt unter die Herrschaft Gottes und ganz bewusst seinen Willen erfüllt in ihrem Leben. Aber dazu war eine reale Beziehung mit Gott zu Gott erforderlich. Nicht eine Scheinbeziehung. Nicht nur ein Bekenntnis, eine Bekenntnisreligion. Man musste sehen, dass Gott tatsächlich größer als die Feinde war. Gott, größer als die Feinde und auch der liebevolle oder der gnädige Gott, der barmherzige Gott vor Augen der Menschen, dem man gerne dient. Wisst ihr, die Regierung Gottes ist ein wunderbares Thema. Gottes Absichten sind mehr, als dass ein Volk ihm gehorcht. Ich meine, er hätte auf andere Weisen regieren können. Es hätte so sein können, dass wenn einer etwas stehlt, auf einmal kommt ein Blitzschlag aus dem Himmel und dann ist der Dieb ein Stück geräucherter Speck. Und wenn das mit Regelmäßigkeit geschehen würde, dann würde die Grundsätze Gottes einigermaßen eingehalten werden, nicht wahr? Und Leute würden das Richtige tun. Wieso wartet Gott? Wieso hält Gott sein Gericht so oft zurück? Wieso zögert er? Ein Grund dafür ist, dass er Menschen dazu erziehen will, dass sie das Richtige tun, aus richtigen Motiven. Es ist nicht nur, dass Gott will, dass ich mich richtig verhalte. Nicht nur meine Taten sind ihm wichtig, sondern auch mein Herz. Er will mehr als Dienst. Er möchte den Diener selbst. Und damit Theokratie oder die direkte Herrschaft Gottes wirkt unter einer Gruppe von Menschen, ist es erforderlich, dass die Glieder des Volkes oder der Gemeinschaft eine reale Beziehung mit Gott haben. Dass sie ihm lieben und aus Dankbarkeit und Liebe sie das Richtige tun aus richtigen Überlegungen. Die Theokratie Gottes, sei das in der Versammlung oder in der Volksgemeinschaft Israels, stellt maximale Verantwortung auf dem Einzelnen. Auf dem Einzelnen, der ins Reine kommen soll und bleiben soll mit Gott, der mit dieser gewaltigen Freiheit, die er hatte, ohne die Strukturen der Monarchie, dass er trotz gewaltiger Freiheit lernt, aus richtigen Beweggründen Enthaltsamkeit zu üben. Und der Grund für den Niedergang dieser vorteilhaften Regierungsform begegnet uns schon auf den ersten Seiten des ersten Samuelbuches. Es war das Versagen des Priestertums. Das Versagen des Richtertums als Institution liest man im Buch Richter. Das Versagen des Priestertums als Gottes Mittel, die Realität und Größe Gottes dem Volke vor Augen zu führen, liest man dann im ersten Buch Samuel.
Das Volk Gottes hatte so viel Freiheit. Schließlich gingen sie daran zugrunde, dass sie ihre Freiheit missbrauchten. Diesen gewaltigen Gott, mit dem sie in Verbindung standen, haben sie vergessen, von sich gestoßen. Sie haben sein Opfer verachtet und vernachlässigt. Wenn die unmittelbare Herrschaft Gottes in der Versammlung funktionieren soll, dass die Versammlung wirklich unter die Führung des Heiligen Geistes bleibt und dass dein Wille geschehe, wie wir beten, wie im Himmel, so auf Erden, wenn das sein soll, das ist die Grundlage dieses Phänomen, nämlich folgende: Dein Name werde geheiligt. Denn letzten Endes die reale Herrschaft Gottes unter den Christen oder unter dem alttestamentlichen Gottesvolk hängt von dem lebhaften Blick des Volkes ab. Ist Gott eine Wirklichkeit? Stehe ich wirklich in Verbindung mit ihm? Zahlt es sich aus oder rentiert es sich, für ihn zu leben? Ein Volk so überwältigt von den Erbarmungen Gottes, von diesem guten Herrscher, so begeistert von ihm, im guten Sinne des Wortes, dass sie ihm dienen, dass sie ihm gehorchen, aus reinen Motiven, weil sie dankbar sind und weil sie ihn lieben. Und wenn das ist, wie die Herrschaft Gottes über ein Menschenleben aufgerichtet wird, dann wie wichtig ist die Aufgabe der Priester? Wie wichtig die Aufgabe von Gottes Stellvertreter auf dieser Erde, die Menschen zeigen, dem Volk Gottes zeigen, wie Gott es ist. Der Priester hatte die Aufgabe, Männer und Frauen zu helfen, die Majestät dieses Gottes zu sehen. Sie haben mittels der Riten und mittels ihres Lebensstils die Heiligung Gottes und die Wertschätzung seiner Heiligkeit fördern sollen. Sie haben die Verantwortung gehabt, die Maßstäbe hochzuhalten, auf dass die Menschen überwältigt werden von ihrem realen Gott, von seiner Lieblichkeit und Barmherzigkeit. Dass sie reagieren wie der Psalmist, der sagte: Eines begehre ich vom Herrn, nur eines, dass ich wohne in seinem Tempel alle Tage meines Lebens, um dort seine Lieblichkeiten anzuschauen. Aber wenn das die Aufgabe der Priester war, hohe Maßstäbe zu halten und Menschen zu zeigen, wie sie mit einem heiligen Gott in Verbindung bleiben können, dann was für eine Tragödie ist das Versagen der Priester hier in den ersten Kapiteln des 1. Samuelbuches. Das Versagen der Priester ist das Thema der ersten 3 Kapitel. Hier ist das gewaltige Geschichtsereignis, diese große Niederlage Israels anzutreffen, wo Israel das Symbol ihrer einzigartigen Beziehung mit Gott verloren hat. Die Bundeslade. Das sichtbare Symbol von einer unsichtbaren, aber realen Beziehung zwischen Menschen auf dieser Erde und dem unverweslichen Gott. Dass der Gott, der die Himmel nicht fassen kann, sozusagen eine Niederlassung hatte unter einem Volk, und über diesen Gegenstand begegnete er dem Repräsentanten des jüdischen Volkes. Die Verlust der Herrlichkeit Gottes, Ichabod, die Herrlichkeit ist gewichen, ist die Botschaft der ersten Kapitel. Weil die Aufgabe der Priester war die, dass das Volk eine hohe Wertschätzung Gottes bewahrt. Dann was waren Eli und seine 2 Söhne für Priester? Das Leben, der Lebensstil der Priester war den Leuten bekannt. Und das Leben der Priester führte das Volk dazu, dass sie das Opfer des Herrn verachteten und vernachlässigten.
Und was war ihr großer Fehler? Ich versuchte bei der Lesung die entsprechenden Worte zu betonen. Sogar Ehemann das Fett räucherte. Sogleich werden sie das Fett räuchern, dann nimm dir, was deine Seele begehrt. Und der Priester sagt, nein, jetzt sollst du es mir geben, sonst nehme ich es. Und schließlich sagt Gott in Vers 29, ihr habt euch gemästet von den Erstlingen der Opfergabe. Natürlich hatten die Priester das Recht auf einen Teil der Opfergaben, aber auf ihren Teil, und sie nahmen Gottes Teil, die Erstlinge. Die Menge war natürlich auch nicht so astrein, diese 3 Zinken auf einer Gabel. Was ist das für eine Methode? Möglichst viel herauszuholen von dem Dienst des Herrn für sich selbst. Ich bin ein begeisterter Fischer. Wir haben verschiedene Haken für verschiedene Fischgattungen in verschiedenen Umständen. Aber wenn du sicher sein willst, gibt es nichts besser als eine Hacke mit 3 Zinken. Dann von jeder Richtung bekommst du halt was. Ich habe sogar erlebt, dass ein zorniger Fisch, der einfach ein bisschen mit meinen Köder beiseite schieben wollte, habe ich dann gefangen, den Fisch, weil ich eine Hacke mit 3 Zinken hatte. Möglichst viel Fleisch. Das Beste des Herrn Teil. Und Gott hatte diesen Stamm, diese Familie erwählt. Als sie noch Sklaven waren, lesen wir weiter im Kapitel 2, hat Gott diese Familie erwählt, um das einzigartige Vorrecht zu haben, das Räucherwerk zu betätigen, das Ephod zu tragen. Und er gab ihnen alle die Opfergaben des Herrn, ihren Teil. Und wir lesen hier von Eli, du ehrest deine Söhne mehr als mich, Vers 29, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben des Herrn. Was für eine Verdrehung des priesterlichen Dienstes. Natürlich, wenn wir reden von priesterlichem Dienst, meinen wir alle Gläubige, denn wir glauben an das allgemeine Priestertum. Aber wir haben doch das Prinzip hier vor Augen, die verantwortliche Priester in der Öffentlichkeit, diese 3 Männer, die das ganze Land, die ganze Nation mit Namen gekannt haben. Manche von uns, obwohl wir alle Priester sind, manche von uns irgendwie auf eine sichtbare Weise repräsentieren den Herrn zu seinem Volk. Und unser Leben ist eine Ausstellung unserer Wertschätzung dieses Gottes, den wir repräsentieren. Die priesterliche Familie, ehemalige Sklaven, stellen sich jetzt an der ersten Stelle ihres Lebens, ihres Dienstes in den Dingen Gottes. Und der Niedergang des Priestertums war hier Genusssucht. Eigene physische Bedürfnisse vor den Rechten des Herrn, eigene geistliche Befriedigung hat ein reifer Bruder David Gooding hier vorgeschlagen, kann auch ein Grund sein für den Niedergang der Wertschätzung des Volkes Gottes. Wenn Priester ihre eigene geistliche Befriedigung auf die erste Stelle tun. Warum kommen wir zusammen, den Herrn anzubeten? Ich habe sehr viel Kontakt gehabt mit Christen aus der charismatischen Bewegung und manche, die ich auch schätzen gelernt habe. Und eine Reihe von denen haben auch die Bewegung jetzt verlassen und versammeln sich nach den gleichen Grundsätzen von den hiesigen Versammlungen. Aber ich habe die 10 kennengelernt. Und man bemerkt hier unter ihnen, aber nicht nur unter ihnen, eine leichte Verschiebung.
Anbetung wozu? Um meine eigenen geistlichen Bedürfnisse zu befriedigen, so oft. Ich werde nie vergessen, eine Heilungsversammlung, wo ich dabei war, um das einmal mitzuerleben, auf dass ich den Leuten helfen konnte. Die Gitarristin hatte 3 Gitarren. Ich dachte, warum hat man 3? Man braucht nur eine. Ich bekam das bald zu Augen, warum sie 3 brauchte, wie sie gespielt hat. Sie hat vielleicht 10 Minuten lang gespielt und schon 2 Seiten dabei gerissen. Und sie spielte das Gleiche wiederum und wiederum und wiederum und schaukelte die Zuhörerschaft auf. Immer wieder wiederholten wir die gleiche Strophe und mit immer mehr Intensität. Und ihr langes Haar ist hin und her geschwebt und sie schwitzte und sie war in gewaltigen, wie soll man das sagen, sie war wirklich drin in ihr Musizieren. Augen zu, fast in einem Trance-Zustand. Und dann kam das Zungenreden. Und dann kam der Prediger. Und egal, was er gesagt hätte er gesagt, dass der Mond besteht aus Ketchup. Die hätten es geglaubt. Aber wisst ihr, was mich verunsicherte? Ich fragte einen erfahrenen Charismatiker nachher, wie ist das bei dir, Sepp? Hast du je bei diesen Versammlungen sexuellen Vorstellungen gehabt? Er sagte, jedes Mal. Es hat mich so verunsichert, was ich sah langsam aufkommen in meinem grausamen Herzen. Wenn man Anbetung zur persönlichen Befriedigung betreibt. Genusssucht auch im Gottesdienst? Liebe Geschwister, das ist der Grundsatz von manchen Gemeindewachstumsbewegungen heute. Eine ehemalige Sklavenfamilie in Ägypten. Herausgerettet, um Gott zu dienen, und sie sind auf erster Stelle. Gottesdienst ist Gegenstand von Genusssucht. Unvorstellbare Privilegien hier zum eigenen Vorteil verwendet. Ihr ehrt die eigenen Söhne mehr als Gott. Die Priester mit der Aufgabe, die Wertschätzung des Volkes hochzuhalten. Schließlich das Volk oder ihre eigenen Kinder die eigenen Kinder von Eli sind auf erster Stelle. Wir wollen nicht zu eng sein. Wir wollen nicht gesetzlich werden. Ja, die Jungen, sie haben ihre Energien. Wir müssen sie ein bisschen austoben lassen. Ja, ältere Priester in Verantwortung für Jüngere, die in Gefahr sind, religiöse Selbstbefriedigung zu betreiben. Beachte diese 2 Worte in Kapitel 2, Vers 30, denn die mich ehren, werde ich ehren, und die mich verachten, werden gering geschätzt werden. Ehren, verachten, das sind Schlüsselbegriffe in den ersten Kapiteln. Denn es geht hier um die Wertschätzung einer Person. Er ist so gewaltig, so hervorragend über alle unsere Vorstellungen. Aber wie wir als verantwortliche Priester ihn darstellen, zu den Jüngeren, zu den anderen Gläubigen. Ja, unser Gott ist so gewaltig. Alle seine Forderungen im Hinblick auf seine Person, was sind sie? Sie sind nur vernünftiger Gottesdienst. Wenn du ihn betrachtest, wie er ist. Der Priester hat die Aufgabe, Gottes Tugenden zu verkündigen. Die Schönheit Gottes, auf dass die Schönheit Gottes so sehr den Blick des Volkes Gottes erfüllt, dass sie getrieben sind, ihm dienen zu wollen. Oh, ich möchte,
dass über mich herrscht. Ich möchte ihm gefallen. Ich möchte noch mehr für ihn tun oder in Gemeinschaft mit ihm tun. Ich möchte seine gute Führung erleben in meinem Leben. Das sind die Herzensreaktion eines Menschen, der in Kontakt gekommen ist mit einem Priester, der Gott darstellt in dieser Welt, wie er ist. Wir haben einige von uns geredet über das Vorbild mancher Verantwortlichen in unseren Versammlungen. Junge Leute da im Hause eines Ältesten und wie sie das, was für einen Eindruck macht das oder was für eine Auswirkung, wenn der junge Mensch entdeckt, dass der Fernseher ständig läuft und man das auf einmal sieht, was diesen Menschen wirklich wichtig ist. Wirklich wichtig ist. Welche Gewohnheiten sie dulden in ihrem Leben. Welche Beziehung zu materiellen Dingen und so weiter. Ja, die jungen Leute sind nicht dumm. Und so oft ist der Zustand einer Versammlung ein Spiegel des Zustandes mancher verantwortlichen Priester. Aber wenn das negative Vorbild ist, wo ist das Positive in diesem Abschnitt zu finden? Wisst ihr, es gibt keinen Menschen, vielleicht 3 Menschen, von denen ich das meiste gelernt habe über Priesterschaft. Der erste ist natürlich der Herr Jesus selbst. Der zweite ist der Apostel Paulus. Und die dritte ist vielleicht eine Überraschung. Das ist Hannah, die Mutter von Samuel. Oh, was für ein Gegensatz zu Eli und zu seinen Söhnen. Stellen uns Hannah und ihren Sohn dar. In Kapitel 1, Vers 10 und 11 haben wir das Gelübde von Hannah. Sie betete für ihren Sohn. Sie flehte zu dem Herrn. Die Natur verlangte von ihr etwas, was sie nicht liefern konnte. Ihre Natur, ihre Sehnsucht, ihre natürliche Triebe sagten ihr, dass sie Kinder gebären sollte. Sie wünschte, einen Sohn zu haben. Ihre Sehnsucht, ihr Instinkt, ihr Herzenswunsch. Aber sie war kinderlos. Der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und eben wie wir die 2 Söhne von Eli gesehen haben in der Auseinandersetzung mit Instinkt und mit Trieben und wie sie ihre Triebe befriedigten auf Kosten der Heiligkeit Gottes. Hier sehen wir diese Frau in der Auseinandersetzung mit ihrem natürlichen Instinkt. Was heißt es, Priester zu sein angesichts der Regungen der Natur? In großer Trübsal und Herzensübung gelobte sie Gott, ihren ungeborenen Sohn. Das Objekt ihrer Sehnsucht war nicht bloße Erfüllung ihrer Triebe. Das Objekt ihrer Sehnsucht. Wenn Gott die Natur nur erfüllen würde, wenn Gott nur ihrem Instinkt gemäß handeln würde, wenn er nur ihren Wunsch erfüllen würde, dann würde sie die Erfüllung ihres Wunsches in den Dienst Gottes stellen. Und das, Geschwister, ist wahrhaftiger Priesterdienst. Samuel ist geboren. Wenn wir 2. Makkabäer glauben können, als Ausdruck der jüdischen Gewohnheiten, es gibt auch andere außerbiblische Schriften, stillte sie ihn wie alle jüdischen Mütter 3 Jahre lang. Und sie nahm ihren 3-jährigen Sohn, jetzt stubenrein und weniger Probleme für den alten Eli hat er jetzt bereitet. Sie nahm ihren stubenreinen 3-jähriges Opfer nach Silo und sie verließ ihn dort.
Mit all dem, was das bedeutet für ein Mutterherz. Es ist fast geheimnisvoll, wie der Text hier steht. Sie nahm ihr Opfer nach Silo. Und es ist nicht ganz klar, wenn du liest, ist die Rede von einem Jungstier oder von einem Jungen. Das war ihr Opfer. Und sie stellte die Erfüllung aller ihren Träume in den Dienst des Herrn. Das Leben des Priesters. Bist du in der Verantwortung in einer Gemeinde? Bist du sichtbar da irgendwie wie die Priester in diesem Bericht, in dieser Geschichte? Unser Leben als Priester ist unser Leben für die Erfüllung der natürlichen Triebe gemäß unserem Instinkt, oder ist unser Leben für Gott in erster Linie mit unseren natürlichen Interessen eingespannt zum Zweck des Dienstes unseres Herrn? Warum lebe ich? Warum predige ich heute? Tue ich das, um möglichst viel Ansehen zu ernten? Um nicht angeredet zu werden von einer Anzahl von Bewunderern? Ich habe kein Problem damit, mit meiner Predigtweise. Aber was ist mein Beweggrund für Dienst? Wieso spiele ich Tennis? Wieso habe ich geheiratet? Wieso kaufe ich ein Haus? Und wieso so groß und nicht kleiner? Und wieso kaufe ich diese Automarke? Wieso erlaube ich mich diese Gewohnheit oder vielleicht auch nicht? Das Leben als Priester. Natur findet ihr richtiges Ziel in dem Dienst der Verherrlichung Gottes. Und in Kapitel 2, Vers 18 und 19, man hat irgendwie, es ist fast wie Fernsehen. Ich habe keinen Fernseher, aber manchmal sehe ich in den Fenstern oben, es ist lustig aus der Ferne das zu sehen, wie die Bilder sich so schnell ändern. Man bekommt es gar nicht mit, wenn man vor dem Idiotenkastel selber sitzt. Aber aus der Ferne sieht man, es ist helles Licht, dunkles Licht und es schaltet so. Und genauso ist der dramatische Bericht in diesen ersten Kapiteln. Man hat Hannah und dann hat man Eli und seine Söhne. Hannah und ihren Sohn und Eli und seine Söhne und Hannah Sohn sein Dienst und dann der Dienst von den Söhnen Elis und dann Samuels Dienst und dann ihr Dienst. Hin und her wird alles geblendet, auf das wir sehen, diese gegenteilige Entwicklung, diesen starken, krassen Gegensatz von diesen zwei Familien. Der Gottesdienst dieser Mutter, jedes Jahr besuchte sie und sie brachte ein kleines Oberkleid mit. Und ich glaube, dass ihre von Menschen unbeachteter Gottesdienst viel mehr Tragweite hatte als all das, was unter dem Etikett Gottesdienst in Silo sich abgespielt hat. Der Junge mit einer solchen Mutter daheim, so besorgt um ihn, wo in ihrem Leben nicht ihr Kind und nicht ihr Mann auf erster Stelle war. Habt ihr das nicht bemerkt? Der Mann war nicht auf erster Stelle. Der Mann sagte, Elkanah sagt zu Hannah, bin ich nicht dir besser als 10 Söhne? Bezeichnenderweise hat sie darauf nichts gesagt. Was war Nummer 1 in ihrem Leben? Es war der Herr. Sie brachte Jahr für Jahr ein kleines Oberkleid für diesen wachsenden Mann, der aufstehen sollte in einer der dunkelsten Kapiteln der Geschichte Israels, um sie zu retten. Und das ist nicht das letzte Mal, wo du das Oberkleid Samuel sehen wirst in diesem Bericht. Bei jeder Schaltstelle seiner Tätigkeit ist die Rede von diesem Beitrag dieser Mutter, dieser Priesterin in seinem Leben. Saul kannte sein Oberkleid
gut. Gottesdienst. Ich brauche nichts zu sagen. Bill hat so viel gestern gesagt. C.T. Studd, war das nicht ein Priester? Ist er nicht ein Beispiel schlechthin für unser Thema heute? Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, dann gibt es kein Opfer zu groß. Die Grundlage der Herrschaft Gottes ist eine hohe Wertschätzung Gottes. Liebe Brüder, welche Wertschätzung Gottes hat die Versammlung, die dich kennt, wegen deinem Zeugnis? Was ist ihre Wertschätzung des Opfers des Herrn, nachdem sie dich näher kennengelernt haben? In Kapitel 3 ist die Geschichte der Stimme, einer Stimme in der Nacht. Lange Pausen von Gottes Schweigen, gekennzeichnet von Gottes Schweigen, werden hier unterbrochen durch Gottes Gerichtsbotschaft an die priesterliche Familie. Und jetzt müssen wir Steno-Stil reden über die nächsten 3 Kapitel. Kapitel 4 bis 7. Ich bin froh, dass ihr die Bibel gut kennt. Sonst würde ich mich nicht trauen, so Steno-Stil zu reden zu euch. Die Geschichte des Gerichtes Gottes, die er ausgeübt hat über sein Volk, das ihn verlassen hatte. Und die Geschichte der Rückführung des Volkes Gottes zu ihrem Gott. In Kapitel 4, Vers 1 sehen wir die ganz primitive Vorstellungen des Volkes Gottes wegen dem Zeugnis der amtierenden Priester. Israel zog den Philistern entgegen bei Ebenezer. Und dann, als sie den Philistern in Schlagreihen entgegengezogen sind, Vers 3 lesen wir, warum hat nach der ersten Niederlage, sagen sie, warum hat Jehova uns heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes Jehovas zu uns holen, dass sie in unsere Mitte kommen und uns rette aus der Hand unserer Feinde. Solche primitive und unwürdige Vorstellungen von Gott. Man stellt sich jahrelang auf die Reihe der Prioritäten. Und dann kommt man in Schwierigkeiten und erwartet, dass Gott einen aus dem Schneider rettet. Genusssucht und Selbstsucht sind keine gute Grundlage für die Rettung Jehovas. Eigenwillen und Egoismus, eigene Pläne. Und dann sucht man Zuflucht in richtigen Formen, in Riten und in Bekenntnis. Sie wird uns erretten, lesen wir hier. Aber Geschwister, sie, die Bundeslade, ist bloß eine goldene Schachtel ohne eine realen Beziehung mit Gott. Was für gewaltige Vorrecht war das, in Verbindung mit Gott zu stehen durch diesen Bund. Was für eine gewaltige Vorrecht, aber zugleich Verantwortung. Den korrekten Symbolen und vorbildhafte Väter, wie wir haben, sind keine Rettung. Sie, die Lade, rettet niemand. Der lebendige Gott rettet. Und wenn die Generation des Volkes Gottes, die jetzt lebt, nicht in realer Beziehung mit Gott steht, dann werden die korrekten Formen sie nicht retten können. Ohne einen realen Umgang mit diesem Gott. Sie kommen zu der Kiste mit den Bundestafeln und sie meinen, in diesem Symbol Zuflucht finden zu können. Gottes Macht auf ihrer Seite zu haben. Gott ist auf unserer Seite, meinen sie. Aber das Symbol der Gegenwart Gottes wurde ihnen zum Gericht. Ist das nicht auch eine große Gefahr für uns? Wir haben Symbole seiner Gegenwart, Symbole seiner Segnung. Den Kelch der Segnung heben wir sonntäglich.
Heißt das, dass Gott notwendigerweise auf unserer Seite ist, wenn wir in Eigenwillen und Genusssucht und Egoismus verharren? Der Tisch oder des Herrnmahl ist nicht Magie, ist nicht Zauberei, nicht wie eine Lampe oder eine Flasche mit einem Flaschengeist drin und du brauchst nur das Flaschel anreiben und dann kommt der Flaschengeist außer und er tut Tricks für dich, denn du hast eine Flasche und dann wiederum in die Flasche und es ist wiederum eingekorkt. Gott lässt sich nicht so behandeln. Nein, der Tisch des Herrn, obwohl er ein Symbol der Gegenwart und Segnung Gottes ist, nein, er kann auch in der Tat Gericht mit sich bringen. Ein Instrument von Gottes Gericht. So in Kapitel 4, wir lesen, bei der Geburt des Enkelkindes Elis Ichabod. An den Namen hätte ich nicht gedacht, wäre meine kleine Susanne als Junges zur Welt gekommen. Die Herrlichkeit ist gewichen. Aber Geschwister, lange bevor die Kiste verloren gegangen ist, war die Herrlichkeit von Israel gewichen. In der Wertschätzung des Volkes Gottes war seine Herrlichkeit längst davon. Und so jetzt ist die Bundeslade, Kapitel 4, in Philisterhände. Die Philister, wie die Ägypter sagten, das Seevolk oder das Meeresvolk, wie der biblische Begriff ist, immer wieder die unbeschnittene Philister. Ein Volk, das dadurch gekennzeichnet war, dass sie unbeschnitten waren, obwohl viele Völker im Mittelmeerraum unbeschnitten waren. Wieso die unbeschnittene Philister? Dieses Volk ohne Bundesverhältnis mit Gott, ohne Beschneidung, tragen jetzt die Bundeslade in unserer Geschichte. Außerhalb dem Bund, die Kiste kommt in Israels Lager und die Reaktion der Unbeschnittenen, sie sagen, schaut mal, Gott ist in ihr Lager gekommen. Der Gott, der sie gerettet hat aus der Hand des Pharaos. Dies sind mächtige Götter. Wer wird uns aus der Hand dieses Gottes retten, lesen wir. Und dann sagen sie, typische Philister, gell? Seid stark, seid Männer und kämpft, auf dass ihr nicht Sklaven werdet von diesen Israeliten. Denn seid Männer und streitet. Das ist das Kennzeichen eines Volkes, das unbeschnitten ist, das sich rühmt des Fleisches, das sich verlässt auf die Kraft des Fleisches. Man denkt in diesem Zusammenhang an Philipper Kapitel 3. Wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und ein Philisterherz, konfrontiert mit Gott, reagiert folgendermaßen: Seid stark, seid Männer. Und diese Philister hatten einige große Exemplare, nicht wahr? Goliath zum Beispiel, ein großer Mann. David Gooding hat einmal gesagt, wenn du Vertrauen setzt aufs Fleisch, dann brauchst du ein möglichst großes Stück. Und das hatten sie. Großes Fleisch. Und sie verließen sich auf das Fleisch. Wenn du die übernatürlichen Kraft Gottes in deinem Dienst nicht erlebst, dann möglichst viel Intelligenz und Fleisch, du wirst es notwendig haben. Aber letztendlich nützt es nichts.
So zwei Schlachtreihen stehen einander gegenüber in dieser Geschichte. Die beschnittenen Israeliten mit der Bundeslade, das Bundesvolk Gottes, in ungehorsamen, eigennütziges Leben und egoistisches Leben, und das unbeschnittene Volk. Eine Nation mit einer Kiste. Aber die Herrlichkeit ist gewichen. Sie vertrauen auf Symbolen in der Schlacht. Aber es nützt ihnen nichts. Sie glauben nicht richtig auf Gott, an Gott. Sie haben keine Furcht. Sie stehen dort mit den richtigen Symbolen. Keine Furcht vor Gott. Sie haben keinen Blick für die Größe Gottes. Und wenn du nicht glaubst, dann bist du abergläubig. Hier dieses abergläubige Bundesvolk zieht in die Schlacht. Und so die Philister nehmen die Bundeslade, Trophäen in den ihr Pokale sozusagen in den Tempel ihres Gottes Dagon. Und jetzt müssen diese Heiden lernen, wie Gott ist. Sie müssen eine richtige Wertschätzung Gottes lernen. Und so Dagon steht da und vor ihm ist die Bundeslade. In der Früh kommen sie in Dagons Haus und da liegt er auf dem Boden, auf seinem Angesicht vor der Bundeslade. Er muss die Erhabenheit Gottes anerkennen. So, die Philister nehmen ihr Hirn und ihr Muskelfleisch und sie stellen Dagon wiederum auf seinen Sockel da oben, gell? Es kann nicht sein, dass Dagon liegt auf seinem Angesicht. Es geziemt sich nicht. Und am nächsten Tag liegt er wiederum auf sein Angesicht und dieses Mal sein Hirn und sein Muskelfleisch, seine Intelligenz, sein Know-how und Technologie abgebrochen, zunichte gemacht in der Gegenwart Gottes. Ja, dieses starke, große Volk mit Vertrauen auf das Fleisch muss lernen, dass es einen wirklichen Gott gibt. Der 1. Korintherbrief warnt uns davor, vor der Gefahr, unser Vertrauen auf große Männer zu setzen, seien sie Paulus, Petrus oder Apollos. Letzten Endes, wenn wir rühmen uns nicht den großen Männern, sondern Gott. Was haben wir, was wir nicht empfangen haben? Wie wird Gott diese großen Männer behandeln? Wie wird er ihnen zeigen, diese großen Männer, dass er der unermessliche Gott ist, der Heilige, der hochgeachtet werden soll? Er benutzt zwei Dinge. Mäuse, ganz kleine Sachen, für große Männer, ganz treffend, oder? Und noch etwas kleiner, ein Virus. Und diese großen Männer, auf ihre großen Körper, brechen die Beulen aus. Und der hebräische Text zeigt uns auch den Ort der Beulen. Um nicht zu viel zu sagen, die englische Bibeln übersetzen hier Hämorrhoiden. Kannst du dir vorstellen, was eine Lektion von Gott? Kleine Mäuse und Hämorrhoiden. Das wird sein Mittel sein, diesen Leuten irgendwie auf ihre Stelle zu weisen. Die großen Männer, langsam tief in den Philister-Hirnkasteln, kommt der Gedanke hoch. Vielleicht hat diese Bundeslade etwas an sich. So, sie rufen die Wissenschaftler, das waren die damaligen Priester, die Fachleute, die Wissenschaftler. Und sie sagten, ja, ihr müsst ein Opfergaben bringen, um Gott zu beschwichtigen und auch ein Experiment durchführen, zu sehen, ob das wirklich Gott war oder ob das Zufall war. Und das Experiment lesen wir hier im 6. Kapitel,
beeindruckend. Man will beurteilen, Vers 9, ob es seine Hand ist oder ein Zufall. Und bei Nachlesen wirst du gesehen, in diesem Abschnitt, die Rede ist immer wieder von seiner Hand. Nehmet die Lade Jehovas, Vers 8, stellet sie auf den Wagen und die goldenen Geräte, die ihr ihm als Schuldopfer erstattet haben, goldene Hämorrhoiden. Tut in ein Kästlein an ihrer Seite, sendet sie, dass sie wegziehe. Und sehet zu, wenn sie den Weg nach ihrer Grenze hinaufgeht, nach Bethsemes hin, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist uns gewesen. Manchmal meinen die Leute heute, ja damals, die Leute der Antiken, sie waren wirklich dumm. Sie waren nicht wissenschaftlich. Sie waren nicht so fortgeschritten als wir. Und wie sie glaubten an das Übernatürliche. Schaut hier die primitiven Leute der Antiken. Ein wissenschaftliches Experiment. Und die Männer taten auch so und nahmen 2 säugende Kühe, spannten sie an den Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade Jehovas auf den Wagen und das Kästlein mit den goldenen Mäusen und den Bildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Wege nach Bethsemes. Auf einer Straße gingen sie im Gehen brüllend. Und sie wichen nicht zur Rechten noch zur Linken, und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her, bis an die Grenzen vor Bethsemes. Und die von Bethsemes ernteten die Weizenernte in der Niederung. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, da freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Josuas des Bethsemeters und stand da selbst still. Und es war ein großer Stein da selbst, und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe als Brandopfer dem Jehova und so weiter. So ein gewaltig interessantes Experiment, nicht wahr? Ein neuer Wagen und Kühe mit Kälbern. Kühe mit ihren ersten Kälbern, Kühe, auf dem ein Joch nie gewesen ist. Ungelehrte, unerfahrene Kühe. Die wissen nichts von einem Joch und nichts von Ziehen an einem Wagen. Sie werden getrennt von ihren Kälbern. Die Kälber bleiben an dem gewohnten Ort, an den Ort, sie kennen so gut. Die Kuh nimmt immer den gleichen Platz im Stall ein. Die Kuh ist ein Gewohnheitstier. Und hier Kühe getrennt von Kälbern. Jetzt ist das größte Experiment in der Auseinandersetzung zwischen reinster Natur und Instinkt und die Herrlichkeit Gottes. Willst du sehen, was Priestertum ist? Wir redeten von sahen 2 Frauen in dem ersten Abschnitt heute. Hannah und ihre Widersacherin, ihre Rivalin. Und jetzt, Entschuldigung die Ausdrucksweise, 2 Frauen in der Auseinandersetzung mit wahrer Priesterschaft. Der erste Schritt zu der Wiederherstellung der Wertschätzung Gottes unter seinem Volk, der erste Schritt beginnt, wenn 2 Weiberwesen entscheiden gegen Natur, gegen reinsten Instinkt. Sie haben nur Instinkt, ihre Kälber hinter sich zu lassen, alles zu entsagen, sozusagen ihr Kreuz auf sich zu nehmen und die unsichtbare Führung Gottes nachzufolgen. Oh, liebe Brüder, wenn ihr sie seht,
Wollt ihr nicht wie ich laut rufen, oh Gott, lasst mich diesen Wagen tragen. Spanne mich ein, auf dass dein Volk wieder erkennt, wer du bist und wie du bist. Und dein Volk begeistert von deinem Wesen und Werk entscheidet, dir zu dienen und dir treu zu sein. Oh Gott, benutze mich dazu. Und sehe hier, Kälber eingespannt, schnurstracks gehen sie nach Bethsemes. Im Gehend, brüllend, ihre Euter so voll von Milch, ihr Instinkt sagt, nein! Und die Kühe sagen ihren Instinkt und spannen ihr Instinkt und ihr Triebe ein, Gott zu dienen. Und oh, sei die Kuh in einem Garten Jahrhunderte später, in der Auseinandersetzung mit Gottes Willen, wo er sagt mit Tränen und lautem Geschrei, im Brüllen, aber nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Und was war der erste Schritt zu der Rückführung des Volkes Gottes zu seinem Gott? Inwiefern war Gott verherrlicht und so herrlich dargestellt, dass das Volk Gottes angezogen von der Gewalt, diesem gewaltigen Gott, ihm aus freien Stücken nachfolgte? War es nicht dort, wo Jesus sagte, O Vater, verherrliche du deinen Namen? Und der Himmel antwortete, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Und die Kühe kommen zu dem großen Felsen und als ob der Himmel es befiehlt, stand sie stockstill vor dem Felsen. Die Leviten spalteten diesen Wagen zum Holz und brauchten ein Opfer, um ihre Dankbarkeit Gott zu zeigen, dass seine Bundeslade wiederum in ihrer Mitte war. Und die Kühe, die lebendige Opfer gewesen waren, jetzt werden geopfert, leibhaftig. In diesem großen Unternehmen, Gottes Volk zurück zu Gott zu führen. Möchtest du Menschen zurückführen zu einer lebendigen Beziehung mit Gott? Wir denken an eine Versammlung mit 200 in Gemeinschaft. Wie viele wirklich haben ein tägliches Andachtsleben, wo sie ihre Liebe und ihre Dankbarkeit Gott ausdrücken, wo sie leben in Gemeinschaft mit ihm, wo sie das erfahren, was es heißt, unter seiner Führung zu leben? Wie viele aus 200? Wie werden wir dieses Volk zurückführen zu Gott? Es werden Freiwillige sein, wie Hannah, wie die 2 Milchkühe, die sagen, oh Gott, du bist so barmherzig, so wunderbar, wer vermag dein Wesen zu beschreiben? Hier, Herr, ist es nur vernünftig, nimm mich hin und stell mich, koste es, was es wolle, in deinen Dienst ein. Ihr könnt bei Gelegenheit Kapitel 7 lesen. Die Geschichte der gewaltigen Erweckung, die 20 Jahre später auf dieser Grundlage stattfand, nachdem die Männer von Bethsemes lernen, wie heilig Gott wirklich ist, und dann muss das Volk entscheiden, ihm zu dienen. Und als sie zur heiligen Versammlung sich trafen, haben die Philister gesehen, diese Musterung ist eine Gefährdung unserer Staatssicherheit. Sie musterten sich zu Krieg. Und seht hier bei der 3. Schlacht zu Ebenezer, eigentlich die Schlacht, wo Ebenezer seinen Namen bekommen hat. Aber wir haben schon gesehen in Kapitel 4 Ebenezer. Bei der 3. Schlacht von Ebenezer, wie das Volk laut ruft, rufe Jehova für uns an, dass
er uns errettet, nicht eine Bundeslade, nicht eine Form, nicht ein Symbol, der lebendige Gott uns errettet von unseren Feinden. Und Gott donnerte vom Himmel und schuf Rettung für sein Volk. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Oh, sie ist Realität. Immer wieder gewesen in der Geschichte. Man meint fast, dass man 1. Thessalonikerbrief liest, wenn man dieses Kapitel liest und sieht ein Volk, wie sie sich bekehren von ihren Götzen, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und zu erwarten seine Rettung. Woher? Aus den Himmel ist die Rettung gekommen. Oh, liebe Geschwister, ist es so in unseren Versammlungen, dass im Augen der Geschwister er der lebendige und der wahre Gott ist? Hier haben wir durch unseren Priesterdienst eine sehr, sehr große Verantwortung. Amen.